Im Science-Fiction-Film Avatar werden Hauptfigur Jake Sully und seine Familie von Himmelsmenschen gejagt. Sie müssen ihre Heimat verlassen und bei einem an den Küsten lebenden Stamm Zuflucht suchen. Gerade die anfänglich schöne utopische Atmosphäre des Films zieht viele Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann. Doch geht's im Film auch um Probleme, die auf unsere reale Welt projizierbar sind: Krisen und Kriege. Das löst bei manchen das sogenannte Post-Avatar-Depression-Syndrom aus. Auch Pauline aus Frankfurt hat den Film gesehen, kann Ähnliches berichten. Der Film hat also während des Films schon sehr extrem irgendwie so auf uns gewirkt, vor allem auf mich, dass er mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht hat, weil da super viel auch über Krieg, also viel Krieg vorkommt und auch viel so ein bisschen auf den Klimawandel, glaube ich, angespielt wird. Und ich das dann während des Films schon auf die Welt, in der wir jetzt gerade leben, bezogen habe und dann irgendwie so ein ganz komisches Gefühl von Deprimiertheit bekommen habe. Und ja, vor allem danach dann auch im Gespräch mit meinem Bruder und meiner Freundin mitbekommen habe, dass es bei denen genauso war, dass es denen ähnlich ging. Im Filmpalast in Kassel läuft Avatar im IMAX-Saal. Hohe Auflösung und scharfe Projektionen auf besonders großen Leinwandflächen. Das Gesichtsfeld des Zuschauers wird nahezu vollständig ausgefüllt. Und das alles in 4D. Dadurch hat man sich noch viel mehr in den Film hineinversetzt und hat sich echt so ein bisschen als Teil des Films gefühlt. Und ich würde schon sagen, dass es ausschlaggebend dafür war, dass es einen noch mehr gepackt hat und mitgenommen hat. PADS-Betroffene verlieren sich in einer fiktiven Welt. Das kann sowohl in Filmen, Serien, aber auch in Büchern der Fall sein. So müssen sie sich über die Wirklichkeit keine Gedanken mehr machen. Die Realität kann dann aber besonders schlimm wirken. Jeder kennt das, wenn er mal in einem Film war und der Film ist zu Ende, dann nimmt man dieses Gefühl aus dem Film so mit nach draußen. Es kann was Schwermütiges sein, es kann aber auch etwas Schönes sein. Und hier in dem Falle sprechen wir von etwas Schwermütigen. Also mir geht es danach nicht so gut. Ich hänge vielleicht negativen Gefühlen hinterher. Das kommt natürlich darauf an, wie ich in einen Film reingehe. Also wenn es mir vorher schon nicht so gut geht oder ich so anfällig bin für Depressionen, dann falle ich sehr viel schneller in solche negativen Gefühle, als wenn es mir gerade total gut geht und ich glücklich bin. Auch im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum Frankfurt werden Einflüsse von Filmen thematisiert. Aktuell dreht es sich hier um den tiefen Rausch, Filme unter Wasser. Gefühle zwischen Schwermut und Leichtigkeit. James Cameron, Regisseur von Avatar, ist selbst seit Jahrzehnten umweltpolitisch aktiv. Mit Filmen wie Avatar möchte er sensibilisieren und zeigen, dass Fiktion und Realität oft gar nicht so weit auseinanderliegen. Wir haben Menschen in Kassel gefragt, wie sie mit Gefühlen umgehen, die durch Filme ausgelöst werden. Mit den Gefühlen umzugehen, finde ich auch wichtig und dann sich auch einzugestehen, okay, es ist jetzt halt ein bisschen schlechter und es läuft halt nicht alles super. Aber wenn man das sich eingesteht, dann findet man vielleicht auch einen Weg da raus. Ich sehe auch oft in der Realität Fantasiewelten. Also ich habe einen Garten und im Garten einen Fluss und so weiter. Da mache ich Fantasiewelt im Garten. Das Post-Avatar-Depression-Syndrom, auch Avatar-Blues genannt, ist übrigens kein medizinisch anerkannter Begriff. Ähnliche Symptome wurden auch schon nach dem ersten Avatar-Film im Jahr 2009 festgestellt. Gegen diese Hilflosigkeit kann man wohl was tun, indem man versucht, im Kleinen etwas zu verändern. Sowas wie ganz banal, freundlich miteinander umzugehen, dem anderen etwas mitzugeben, Aufmerksamkeit zu schenken, vielleicht etwas nachhaltiger zu leben. All das, wo ich das Gefühl habe, ich bin hilfreich, ich kann etwas tun. Also in die Handlung kommen, nicht ausharren und nichts tun. Übrigens, ein 3. und 4. Teil von Avatar sind wohl bereits in Planung. Möglicherweise haben wir also nicht zum letzten Mal vom Post-Avatar-Depression-Syndrom gehört.